Was ist der Grund, dass Flive so lange erfolgreich ist, Reonan? Ehrlich gesagt, einfach Glück auch, größtenteils. Ich denke, Flive, also das grundsätzliche Game ist auf jeden Fall gut. Ich meine, es ist auf jeden Fall mehr als nur Nostalgie. Aber ich denke, Flive hatte einfach hauptsächlich auch Glück, dass sie wirklich eins der allerersten MMOs waren, die released wurden. Free-to-Play, Anime-Style, etc. Open World, richtige Open World. Das mit dem Fliegen hat sicherlich auch dazu beigetragen, weil es dafür ja damals, für damalige Verhältnisse, es ist ja damals wahrscheinlich sogar viral gegangen. Immerhin waren sie sogar im Fernsehen damit. Also, ich denke, sie hatten vor allem einfach auch viel Glück. Also, schon auch gut für die damalige Zeit vor allem. Gutes Game für die damalige Zeit, definitiv. Aber halt auch Glück, dass sie wirklich die Ersten waren. Weil wenn sie die Zweiten gewesen wären, dann, naja, hätte man es wahrscheinlich nicht so in Erinnerung gehabt. Also mal angenommen, Flive wäre nicht 2004 released, sondern 2006 und bei uns dann erst 2008. Vielleicht hätte es dann schon ein anderes Game gegeben, das ihnen zuvorgekommen wäre. Mit einer ähnlichen Grafik, einem ähnlichen Gameplay. Auch mit Flugsystem, also wer weiß, wie es dann gewesen wäre. Also ich denke, und so ist es ja meistens bei erfolgreichen Leuten, eine gewisse Prise Glück gehört auch dazu. Es gibt ja auch Spiele, wo du sagen kannst, die sind objektiv 1000-mal besser als Flive. Also sind oder waren. Und trotzdem sind sie nicht so erfolgreich. Und nach kurzer Zeit wieder offline gegangen zum Beispiel. Und da kannst du halt sagen, ja, mag schon sein, dass es vielleicht objektiv an sich bessere Grafik hatte, weniger Bugs oder so. Aber was bringt es, wenn du halt einfach keine Community hast? Ich meine, ein Spiel lebt ja eigentlich wirklich nur von den Leuten, die es spielen. Und da ist es dann eigentlich relativ egal, wie gut das Spiel ist oder wie schlecht es ist. Objektiv gesehen. Weil wenn es halt Leute gibt, die es spielen wollen, wenn es genug Leute gibt, die es spielen wollen, dann spielt das eigentlich keine wirkliche Rolle. Und ich meine, Flive ist dafür, denke ich, das Paradebeispiel, wo man definitiv sagen kann, es gibt einige Spiele, die grundsätzlich vieles besser oder richtiger machen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass vieles natürlich dann trotzdem auch mit dem Alter zusammenhängt. Ich meine, viele Spiele können es vor allem deswegen besser machen, weil sie wissen, dass andere Games es halt falsch gemacht haben. Und dann, wenn du von vornherein weißt, das muss ich anders machen, weil das ist nicht so gut. Ich meine, es ist nicht wirklich schwierig, heutzutage ein Game zu releasen, das objektiv besser ist als Flive. Also ich meine, wenn du das nicht schaffst, dann solltest du vielleicht keine Spiele entwickeln, sag ich mal. Aber das reicht halt aber eben nicht, um erfolgreich zu sein. Also es ist bei Flive, denke ich, die richtige Mischung aus. Es war actually ein gutes Game für die damalige Zeit. Es ist ein relativ zeitloses Game. Gameplay, Grafik und so ist ziemlich zeitlos bei Flive. Also kann man auch heute noch gut spielen, ohne dass man jetzt irgendwie jeden Pixel zählen muss. Also zumindest vor allem bei Flive Universe, aber selbst Flive PC, wenn man die Grafikeinstellungen auf Max macht, also nimmt sich nicht viel. Also es ist auf jeden Fall gut gealtert. Ich finde halt so Games wie so Oldschool RuneScape oder so, es gibt einen gewissen Grad, an dem ist ein Game einfach objektiv hässlich. Und ich persönlich, ich meine Oldschool RuneScape ist extrem erfolgreich, aber keine Ahnung, da siehst du das Game an und das ist einfach hässlich. Hässlich wie die Nacht lang. Oldschool RuneScape. Hässlich wie die Nacht lang. Kann keiner sagen, dass das Game nicht hässlich wie die Nacht lang ist. Vollkommen egal, wie gut es ist hässlich wie die Pest. Und das hast du bei Flive zum Beispiel nicht. Es ist relativ zeitlos. Sicherlich nicht das schönste Game, sicherlich nicht die beste Grafik. Muss es aber auch nicht sein. Es reicht ja, dass es einfach nicht hässlich ist. Zum Beispiel. Und halt, wie gesagt, wird auch in 10 Jahren noch einfach seinen eigenen Stil haben. Und wird so gesehen niemals wirklich alt werden. Und grafisch kann man ja auch immer wieder ein bisschen was machen. Ein paar neue Effekte rein tweaken, wodurch dann auch wieder ein neues Gefühl reinkommt und so weiter. Ja. Also eine Mischung von verschiedensten Faktoren, die dafür gesorgt haben, dass Flive so lange leben konnte. Und
viele Games probieren halt sowas wie Flive zu replizieren. Aber wie man sieht, ist das gar nicht mal so einfach. Also nur weil du sagst, du hast objektiv vielleicht ein besseres Spiel, das reicht halt noch lange nicht. Da müssen schon mehrere Faktoren zusammenkommen. Und Timing ist halt wirklich so wichtig. Also ich weiß es, also bei Videospielen kenne ich jetzt kein Beispiel von einem Game, das zweimal released wurde. Einmal extrem negativ oder einmal extrem nicht erfolgreich. Einmal extrem erfolgreich. Ich weiß aber, dass es welche gibt. Ich weiß nur gerade leider kein Beispiel, aber es gibt 1000%ig welche, die zweimal released wurden mit komplett unterschiedlichem Erfolg. Oder auch in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichem Erfolg. Also der richtige Zeit, die richtige Ort ist schon auch wirklich extrem wichtig. Und wo es auf jeden Fall extrem wichtig ist, ist auch bei allem im Endeffekt. Filme, Serien, Entertainment, Content, alles. Richtige Zeit, am richtigen Ort zu sein. Also Glück letztendlich, weil das weiß man ja vorher nicht. Zwingend, wann die richtige Zeit ist. Ist schon sehr wichtig auf jeden Fall. Sie müssten nur noch ein paar mehr Entwickler einstellen. Wir brauchen nur noch 3 Entwickler mehr. Dann wird das Game wieder im Hype sein. Mehr Content, mehr Updates, mehr Bugfixes, mehr Entwickler. Mehr brauchen wir nicht, um wieder an die Spitze der deutschen Charts zu kommen. Die Spitze der deutschen Gaming-Charts. Und mehr AI-Werbung. Na, mein, davon haben wir schon genug. Bitte keine AI-Werbung mehr. Hört auf. Bitte, hört auf.